Ja, hallo zusammen, ich bin Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ja, ich bin im Moment auf Gozo unterwegs, also der kleineren Nachbarinsel von Malta. Ja, und habe beschlossen, ich möchte hier mal eine Inselumrundung machen. Also Gozo ist klein genug, dass man das auch relativ bequem machen kann. Die Tour insgesamt hat knapp 60 Kilometer. Ja, nicht allzu viele Höhenmeter für die Kilometer und das Ganze habe ich jetzt in 3 Etappen eingeteilt. Ja, und im Moment bin ich auf der ersten Etappe unterwegs. Startpunkt war in Masalforn, ganz einfach deswegen, weil da meine Unterkunft ist. Und also im Prinzip, man kann an verschiedenen Punkten bei der Tour starten, enden und das beliebig einteilen, wie man das möchte. Die Tour selber habe ich aus dem Roter Wanderführer hier für Malta und Gozo rausgezogen, bisschen modifiziert. Ja, und dann würde ich sagen, ich schwätze jetzt gar nicht mehr so viel. Wenn ihr wissen wollt, wie die Inselumrundung und die erste Etappe jetzt so sind, bleibt mal dran und ja, dann schauen wir uns das Ganze zusammen an. Start meines Abenteuers Inselumrundung war an der Strandpromenade von Masalforn, einem Ort im Norden von Gozo. Und wie ihr seht, es herrscht bestes Wanderwetter. Allerdings sollte es im Tagesverlauf ziemlich warm werden. Kurz hinter dem Ort traf ich auch schon auf das erste Highlight: Salzpfannen. Diese stammen teils noch aus der Antike und werden, wie es der Name schon andeutet, für die Gewinnung von Meersalz verwendet. Salzpfannen gibt es aber nicht nur hier, bei der Inselumrundung sollte ich immer wieder auf welche treffen. Ja, jetzt bin ich hier gerade an diesen antiken Salzpfannen vorbeigekommen und hier hinter mir, hier oben, gibt es dann auch passend dazu einen Salzshop und was soll ich sagen, habe ich mich direkt mal mit ein bisschen Meersalz eingedeckt. Wie sich das gehört, am Anfang der Wanderung gleich mal extra Kilo in den Rucksack packen. Naja, egal, ich habe jetzt Salz und weiter geht's. Kleiner Funfact: Hier wurde sogar schon die Sendung mit der Maus gedreht. Hier und da trifft man bei der Inselumrundung auch auf kleine Buchten, in die man hinabsteigen kann zum Baden, wenn man, anders als ich, eine Badehose im Gepäck hat. Für mich hieß es, oben weiter wandern und den großen Bogen um die Bucht herum. Da die Insel sehr viel Steilküste hat, boten sich mir immer wieder spektakuläre Blicke. Wie hier zum Beispiel auf das Vide il Mila Fenster. Ja, Halbzeit ungefähr, also Hälfte der heutigen knapp 14 Kilometer sind geschafft. Bisher total faszinierende Wanderung.
Ja, mag auch daran liegen, dass ich das in der Form ja so übers Jahr kaum zu sehen kriege, aber auch gerade mit diesen Salzpfannen. Da ist viele mehr rundherum, also das macht mir dann schon Laune. Genau. Das Einzige, was man sagen muss, ihr seht hier, die Sonne brennt, Schatten gibt es hier gar keinen und ja, gut einschmieren. Was mir hier so ein bisschen fehlt, ist ein Hut mal vielleicht, aber gut. Was soll's, würde ich sagen, ich schwätze gar nicht viel. Weiter geht's. Auch oberhalb der Steilküste gab es einiges zu sehen, wie Sandwellen oder Pilzfelsen. Meine Route führte, wie schon gesehen, nicht ausschließlich direkt an der Küste entlang. Es kam immer mal vor, dass man einen Küsteneinschnitt umgehen musste, der Weg versperrt war oder ich einen kleinen Umweg für eine Sehenswürdigkeit machen wollte. Dazu kommen wir aber erst bei den nächsten Etappen. Bei all den kleinen Abstechern ins Inselinnere liegt der Schwerpunkt der Tour natürlich aber an der Küste. Und hier hat man Aussicht satt. Schon beeindruckend. Am Ziel angekommen, gab es noch einen kleinen Abstecher zum dort liegenden Inlandmeer. Hier seht ihr nochmal die heutige Route. Start war in Marsalforn und von hier aus ging es gegen den Uhrzeigersinn vorbei an Salzpfannen, beeindruckenden Felsen und malerischer Steinküste bis zum Inlandmeer. Kleiner Ausblick: Im nächsten Gozo-Video geht es vom Inlandmeer weiter bis zum Fährhafen in Ngara. Ja, da haben wir es fast geschafft. Die erste Etappe der Inselumrundung, ja, ist fast zu Ende. Hier unten seht ihr auch den heutigen Zielort. Ja, aber insgesamt eine doch sehr schöne Tour. In Teilen vom Untergrund her ein bisschen anspruchsvoll. Die Wegfindung hier und da ein bisschen abenteuerlich. Ich hatte ja die Tour aus dem Rother Wanderführer gezogen, sprich die GPX-Datei von da auch als Grundlage verwendet. Und ja, nicht überall, wo ein Weg eingezeichnet ist, ist dann am Ende auch einer. Aber nichtsdestotrotz, man findet sich eigentlich ganz gut zurecht. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Man sollte hier die Hitze nicht ganz unterschätzen. Es ist zwar jetzt September, es ist also nicht mehr ganz so warm. Nichtsdestotrotz durchgehend strahlend blauer Himmel. Die Sonne brennt immer noch ordentlich.
Also ich kann mir vorstellen, im Juli, August ist das hier nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn man das da unbedingt laufen möchte. Gut, zum Thema Laufen. Ich werde mich jetzt auch auf die letzten Meter hier runter zum Ziel machen. Hoffe, euch hat die erste Etappe gefallen und es hat Spaß gemacht, mich zu begleiten. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Ja, und dann sehen wir uns auf der zweiten Etappe wieder. Ja, nochmal eine kleine Ergänzung zum Thema Wegfindung. Unterwegs bin ich ja auf so einen roten Punkt gestoßen, als Wegmarkierung wohl für einen Wanderweg, und der deckt sich in etwa mit dem, was ich hier auch laufen will. Bin dem also jetzt auch dann mal in Strecken dann gefolgt. Hat nicht immer ganz mit der GPX-Datei gepasst, nichtsdestotrotz, er hat mich jetzt dahin geführt, wo ich hin möchte. Genau. Und jetzt gucke ich wieder mehr vor mich, weil ihr seht, der Untergrund ist nicht so einfach. Genau, jetzt war es aber endgültig von mir, also bis zum nächsten Mal.